Ihr habt gefragt und ich antworte, ihr wolltet wissen, was sind meine Lieblingspolituren. Heute stelle ich euch meine Top 5 vor. Wir starten im Bereich der Cut-Polituren. Ich habe jetzt 5 Polituren durch die ganze Bank ausgesucht. Fiel mir relativ schwer, aber am Ende war die Entscheidung dann doch eindeutig und ich bereue nichts sozusagen. Ich zeige euch jetzt meine Polituren mit meinem Favorite Pad dazu, wobei natürlich immer zu bedenken gilt, jeder Lack ist anders. Das heißt, das Pad und die Politur kann auch immer anders eingesetzt werden, mal anders getauscht werden und nicht auf jedem Lack ist die eine Politur die gröbste und die andere die feinste, sondern das variiert. Aber wir starten jetzt mal mit Politur Nummer 1. Meine Lieblingspolitur Nummer 1 ist die Sonax Ultimate Cut, allerdings nicht von Anfang an, weil ich eine ganz wichtige Sache vergessen habe zu beachten. Die Sonax Ultimate Cut funktioniert nur wirklich gut mit einem Faserpad, egal ob Fell auf der Rotationsmaschine oder dem Hybrid Wool Pad von Sonax, was übrigens meiner Meinung nach das leistungsstärkste Mikrofaserpad auf dem Markt ist, hat die Politur echt Macht. Also es ist wirklich eine Waffe, auch auf harten Lacken wirklich schnell voranzukommen, gut zu arbeiten und dabei nicht mal Staub zu entwickeln. Deswegen das meine Politur Nummer 1. Politur Nummer 2 ist die Nadolex Ultra Cut Polish, auch eine Schleifpolitur, aber das Schöne, eine sehr vielseitige Schleifpolitur. Das heißt, ihr könnt diese Politur gerade mit einem nicht ganz so extremen Cutting Pad vom groben Cut, also die ist wirklich ziemlich stark am Anfang, bis hin ins Finish fahren. Nicht unbedingt auf Unischwarz, aber gerade auf helleren Lacken oder auch auf dunkleren Metallic-Lacken funktioniert das wirklich in einem Step von Cut bis Finish und zwar wirklich Cut. Ganz hervorragend. Wenn ihr sie als reine Cut-Politur verwenden wollt, gerne auch mit Mikrofaserpad oder Fell. Wenn ihr sagt, ich möchte gerne mehrere Stufen abdecken, von Cut bis Finish oder Cut bis Medium, mit einem nicht allzu harten Pad, wie zum Beispiel dem roten Mencerna, funktioniert die ganz hervorragend und ihr spart euch das zwischendurch Abwischen und Nachlegen von einer anderen Politur. Politur Nummer 3 ist relativ neu auf dem Markt, die 3D1 Hybrid, Moment, ich muss immer noch vorlesen, Hybrid Compound und Polish, also auch eine Politur, die in den Cutting-Bereich geht, aber vor allen Dingen stark im Medium- und Finish-Bereich ist. Also gerade typische One-Step-Aufträge, wo ihr wirklich in einem Schritt ein vernünftiges Ergebnis und gleich ein perfektes Finish haben wollt, macht die sich wirklich mega gut, staubt auch sehr wenig, lässt sich extrem lange fahren, also ihr könnt da wirklich stundenlang fahren. Die wird einfach nicht trocken und da meine 2 Favoritenpads dazu, entweder bei so einer klassischen 1,5-Step-Politur, wie wir sie euch auch vorgestellt haben, gerne erst mit einem Medium Wool Polishing Pad von Rupes zum Beispiel, also einer nicht ganz so aggressiven Mikrofaser für die Exzenter-Maschine und hinterher einfach nur mit dem gelben Sonax zum Beispiel einem Medium- oder Finish-Pad nachfahren oder als reine One-Step in einem Arbeitsschritt mit einem Medium-Pad. Manchmal auch bei besonders harten Lacken mit einem Cutting Pad, was nicht ganz extrem hart ist, lässt sie sich wirklich hervorragend durchfahren. Politur Nummer 4 und für mich der Finish Polish King, also die beste Hochglanzpolitur, funktioniert meiner Meinung nach wirklich auf allen Lacken. Sonax Perfect Finish ist ein alter Hut, benutze ich schon sehr lange, aber greife immer wieder darauf zurück, egal was so kommt. Ich liebe diese Politur, sie staubt nicht, sie lässt sich super durchfahren, sie lässt sich extrem leicht abwischen, funktioniert auf allen Lacken und hat auch gerade auf weichen Lacken genügend Cut, um auch damit eine One-Step zu fahren. Gerne in Kombination mit dem gelben Sonax-Pad, also einem mittelharten Finish-Pad, keinem ganz weichen Pad, macht sich die Politur wirklich ganz hervorragend, bleibt bei mir in den Favoriten drin. Und übrigens, wer sich die Produkte alle einmal angucken will, einfach unten auf den Link in der Beschreibung klicken, da könnt ihr die Produkte direkt online angucken und kaufen. Und last but not least, weil die Kategorie nicht fehlen darf, in einer All-in-One oder wie auch immer man sie nennen will, eine Politur, die Gleichversiegelungen hält, ist für mich immer noch die P301 die beste auf dem Markt. Gerne auch mit einem mittelharten Finishing-Pad, gerade für Aufbereitung, wo es wirklich schnell gehen soll, wo es einfach nur um Glanz geht. Klassische Autohausaufbereitung oder Verkaufsaufbereitung, wo man wirklich einmal drüber geht, Glanz drauf hat, leicht versiegelt hat, macht sich die P301 sehr gut, gibt wenig auf dem Markt, was da rankommt, deswegen das mein letzter Favorit. So, bevor ich jetzt aufhöre, ich werde die ganze Zeit schon böse angeguckt. Marcel hat mir beim letzten Mal bei meinen Lieblings-5-Cutting-Politur schon gemeckert, dass die eine fehlt. Marcel, komm, was ist deine Lieblings-Cutting-Politur? Car-System, Polish 1005, Marcel, erzähl mal, warum? Warum? Weil die sich im Cutting-Bereich sehr lange mit dem Woolpad oder mit dem, zum Beispiel von Mencerna, mit dem roten, sehr lange ausfährt und man ein Top-Ergebnis hat im Cutting-Bereich. Ohne irgendwie großartig viel Haste zu fahren, muss man nicht 2, 3 Runden nachlegen, neue Politur, Pad auspusten und dann je nach Lackstärke entweder das Woolpad oder das rote zum Beispiel.
Bist du denn sonst mit meiner Auswahl zufrieden, Marcel? Ja. Gut. Dann habt ihr jetzt unsere 5+1 Top-Polituren aus allen Bereichen kennengelernt. Alles nicht in Stein gemeißelt, aber Stand heute haben wir uns die ausgesucht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle Produkte findet ihr unten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniert den Kanal und Haut rein. drückt die Glocke, um kein Video zu verpassen. Haut rein.